Wir haben jetzt diesen wunderschönen Stellplatz verlassen, weil wir natürlich erstmal noch mehr von Griechenland entdecken wollen, aber auch mit Freundinnen bei einem Projekt im Osten des Landes verabredet sind und da jetzt so langsam hintuckern wollen. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir jetzt eher an so einem Stellplatz sind, der so ein bisschen gammelig ist. Also hier ist so eine Kitesurf-Schule. Ich würde sehr gerne mal Kitesurfen. Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei, aber ist glaube ich auch ein bisschen schwierig und gefährlich. Aber würde ich gerne mal machen. Ja, und das gehört ja auch irgendwie dazu, dass Stellplätze mal voll krass schön sind und dann kann man dann natürlich länger bleiben und sonst halt Stellplätze manchmal einfach. Aber es ist ruhig und hier kommt niemand vorbei. Genau, also es ist ganz auch cool. nicht schlecht, aber es ist halt jetzt auch nicht, dass man sich denkt, okay, wir müssen hier jetzt eine Woche stehen bleiben. Ja. Und was voll cool ist, wir haben jetzt schon voll viele Leute so getroffen, mit denen gequatscht. Also irgendwie sind hier gefühlt ziemlich viele Camper unterwegs. Ich habe einen Abend mit Leuten aus der Schweiz gesprochen, Come With Us 2 heißen die. Und heute hatten wir geredet die machen Elternzeit. Genau, 3Trip heißen die, bei Instagram auch voll nett. Ja, und dann haben wir eben noch auf dem Supermarktparkplatz so ein riesen norwegisches Adventure-Mobil getroffen und einmal haben wir die auch schon auf der Straße gesehen und gewunken und die heißen The Willebø Ventures. Genau, könnt ihr alle bei Instagram mal verfolgen, wenn ihr wollt. Und das ist halt voll cool, weil ich weiß nicht, ob das jetzt an der Insel liegt, dass sich hier einfach das sehr bald, dass Leute hier unterwegs sind und man sich dann halt öfter trifft. Oder daran, dass toll, Griechenland einfach sehr beliebt ist. Ja, gerade jetzt im Winter. Naja, aber wenn ihr uns mal auf der Straße trefft, dann quatscht uns ruhig an. Genau, weil das ist was, da möchte ich noch besser drin werden, weil an sich bin ich ein sehr direkter, offener Mensch und quatsch gern mit Leuten. Aber wenn es so darum geht, auf Leute zuzugehen und die anzuquatschen und so Smalltalk zu machen, bin ich irgendwie so ein bisschen unbeholfen, würde ich sagen. Deswegen gerne einfach anquatschen und ich habe mir aber auch vorgenommen, jetzt einfach öfter zu sagen, hey, wie geht's? Wo kommt ihr her? So, das kann man ja auch einfach schon fragen, also im Sinne von, was habt ihr zuletzt bereist? Wie lange seid ihr schon unterwegs oder so? Und dann kommt man ja schon ins Gespräch. Ich habe auch noch viele andere Smalltalk-Fragen auf Lager. Mariano kann auch den ersten Schritt machen und ich komme dann später dazu. Aber auf jeden Fall ist es echt cool, sich so gegenseitig auszutauschen und dann bekommt man natürlich auch so ein bisschen, nicht unbedingt Geheimtipps, aber Tipps einfach und Empfehlungen und das ist einfach voll schön. Also Teil vom Reisen ist natürlich auch, dass man in jedem Land die leckeren Dinge des Landes probiert und in Griechenland repräsentiert das vor allem Oliven und Feta-Käse und jetzt gerade ist aber Fastenzeit, also christliche Fastenzeit vor Ostern und deswegen gibt es in Griechenland super viele Milchprodukte vegan. Also es gibt veganen Käse, weil ich denke mal, in der Fastenzeit verzichten viele Leute einfach auf tierische Produkte und dann sind die Griechen nicht doof, sondern haben stattdessen Fake-Produkte entwickelt, was natürlich dann einer veganen Ernährung sehr zugutekommt. Und deswegen haben wir so veganen Feta gefunden. Eine gigantische Packung veganen Feta, die wir jetzt mal probieren werden. Also sieht auf jeden Fall aus wie Feta. Wir sind gespannt, ob es auch wirklich sowas wie Feta ist. Wir werden das herausfinden. Oh mein Gott. Es ist ein Traum. Ein Riesenblock Käse. Uiui. Das sind aber so einzelne, guck mal, so Rillen sind hier schon so drin. Kommt schon Feta sehr nah. Bisschen mehr wie Tofu, so ein bisschen gummimäßig. Nee, ja geht. Ist nicht so bröselig. Ja. Ist eher so ein Schwamm Käse. Aber es schmeckt wie Feta. Das ist richtig krass. Boah, Griechenland, Olivenfeta. Was will man mehr? Richtig geil. Es gab einen leckeren griechischen Salat zum Abendessen. Aber weil der Ort nicht so schön war und der Wetterbericht auch nicht so vielversprechend aussah, fuhren wir am nächsten Morgen weiter. Der Küste entlang und durch schöne Berge. Ich finde es auch immer richtig schön, wenn man Glück hat, dann kann man beim Fahren so schöne Orte sehen. Deswegen ist Reisen mit einem Auto durch Europa oder generell Reisen mit einem Auto hat schon echt einfach seine Vorteile, weil man halt viel mehr vom Land und allem sieht. Und hier gerade ist es jetzt auch wieder sehr beeindruckend und sehr schön. Dankeschön. Seit Frankreich haben wir so eine Tradition, dass wir mittags irgendwie zufällig immer einkaufen und dann machen wir mal Mittagessen auf dem Lidl-Parkplatz. Ja. Und hier gibt es diese geilen Spinat-Blätterteigtaschen.
Die sind so im Doppelpack. Und wie schmeckt's? Hey, gut. Ist vor allem auch meistens noch warm. Gut gekocht, Mariano. Und in Frankreich haben wir dann natürlich immer mittags ein Baguette gegessen. Aber Ja, wir essen immer die lokalen Dinge. jetzt diese Spinattaschen. Toll. Was wir uns gefragt haben oder was wir ein bisschen komisch finden ist, ich meine, es wird ja gefastet, also man fastet dann zum Beispiel tierische Produkte. Deswegen kaufen die Leute dann keinen normalen Käse, sondern halt diesen Ersatzkäse. Aber dann ist es ja nicht wirklich Fasten, weil man isst dann ja quasi immer noch Käse, also man selber hat dadurch ja gar keinen Verzicht an sich. Das ist so wie wenn man auf Zucker fasten würde und statt Cola trinkt man dann Cola Light. Das macht dann ja gar keinen Unterschied. Schon ein bisschen Cola komisch. Zero. Ja, ist schon, der Mensch trägt sich da so ein bisschen selber aus. Sind wir angekommen bei einem neuen Stellplatz und es ist richtig abgefahren. Es fühlt sich so ein bisschen an wie auf einem anderen Planeten, finde ich. Ja, so krass nicht, aber so Oder? eine steinige Wüste Ja. mit so krassen Bergen. Ja, auf jeden Fall wieder voll cool. Haben auch schon wieder mit neuen Leuten gequatscht und sind irgendwie immer froh, wenn man so abgelegene Stellplätze findet. Da drüben ist Patras. Wir können auch schon die Brücke sehen, über die man muss. Wobei es gibt auch eine Fähre, die dann nur halb so teuer ist, weil es ziemlich teuer darüber zu fahren. Und da hinten kommt jetzt schon der Regen. Genau, Wetter ist eher Dum, dum, wechselhaft, dum. aber deswegen müssen wir da über die Berge die nächsten Tage, weil hier so eine... Ja, weiter nach Osten. Genau. Tatsächlich kam ziemlich viel Regen und wir verbrachten die meiste Zeit im Van und arbeiteten hauptsächlich an unseren Computern. Deshalb spulen wir mal vor, bis dann wieder die Sonne schien. Guten Morgen! Endlich scheint mal wieder die Sonne und wir haben die Möglichkeit, diesen wunderschönen Ort zu entdecken. Gestern hat es nur geregnet und alle auf unserem lustigen Campingplatz waren alle in ihren Autos den ganzen Tag. Aber wir haben kurz Delfine gesehen. Also das waren echt nur so ein paar. Die schwommen da hier so durch die Bucht. Hat man immer so, dann tauchen die ja so auf, hat man so die Rückenflosse und so gesehen. Aber halt nur kurz und ein bisschen so in der Ferne. Genau, deswegen laufen wir jetzt hier ein bisschen rum, gehen spazieren, genießen das Wetter, gucken mal, was es hier noch so gibt. Und irgendwie fühlt es sich jetzt gerade, finde ich, auch so voll nach Frühling an. Und es ist einfach richtig schön, dass man immerhin schon mal so einen Hauch von, wie es in ein paar Monaten sein wird, mit immer Wärme und so und weniger Regen. Und es sieht halt ganz anders aus als auf Lefkada. Deswegen ist es auch einfach richtig cool, hier rumzulaufen und ja, das zu entdecken. Und wir hören die ganze Zeit Ziegen. Man? Was machen denn Ziegen? Keine Ahnung. Was natürlich immer ein Teil von Vanlife ist zu gucken, wie man seine Grundbedürfnisse erfüllt. Und dazu gehört Solarstrom, ne? Deswegen freuen wir uns, dass die Sonne wieder scheint. Und Wasser, da muss man jede Möglichkeit wahrnehmen. Oh Gott, deswegen, oh je, kletter ich jetzt mal, upsie, zu dieser schönen Stranddusche und gucke, ob Wasser geht. Und es läuft. Oh, es läuft doch nicht. Es war nur der Rest, der im Rohr war. Ja, geht leider nicht. Hätte ja sein können. Oh je. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was man so an einem typischen Sonntag macht. Oh Gott. Oh mein Gott, eins wackelt voll. Dieser Turm wackelt auch. Ja, sag das nicht. Bin schon sicher. Ganz schön.
Super viel gab es nicht zu sehen, aber es war trotzdem gut rauszukommen, die Küste entlang und durch dieses kleine Dorf zu schlendern. Die Aussicht über den Golf von Patras und die Peloponnesen und die hohen Berge mit den schneebedeckten Spitzen war auch ziemlich schön. Heute ist Montag und jetzt sind hier so viele Familien. Was ist denn für ein Feiertag? Und dann ist uns aufgefallen, die haben alle irgendwie so einen Drachen dabei. Also ist heute der Weltkinder-griechische Drachensteigentag anscheinend. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist einfach irgendwie die Schule zu wegen der Pandemie und ein paar Freundinnen haben gesagt, wir lassen jetzt Drachen steigen. Ist ja immer schwer zu wissen. Aber es sind ja 3 verschiedene Familien, die sich nicht kennen. Woher weißt du denn, dass die sich nicht kennen? Naja, die haben nicht miteinander geredet. Vielleicht haben die schon... Ja, okay. Ja, ist auf jeden Fall immer spannend, auch wenn man an Orten länger ist, ne? Wenn sich dann so Dinge entwickeln und einfach so interessante Dinge passieren und man halt nicht so Ahnung hat. Aber da muss man natürlich nachfragen eigentlich. Ja, oder googeln. Frag mal nach. Du doch nach. Wir haben ja auch so einen Drachen. Wir denken jetzt, vielleicht machen wir einfach mit. Aber es ist auch überhaupt nicht windig. Also eigentlich so 0 Wind. Ja, also die Papis rennen immer ganz schnell mit dem Drachen so rum. Und jetzt machen eher die... Ja, eigentlich machen die Väter Drachensteigen und die Kinder laufen rum und spielen mit Stöckern. Ja. Ja, ich google mal, was es heute ist. Oh, es ist richtig schön. Also dieser Tag heute wird auch der saubere Montag genannt. Und es ist tatsächlich eine Tradition, dass Väter mit ihren Kindern Drachen steigen lassen heute. Und die Drachen heißen übersetzt, also die heißen Karataitos, was wörtlich Papieradler heißt. Und früher haben die Väter dann halt die Drachen für ihre Kinder selbst gebaut. Heute ist es aber so, dass viele halt im Supermarkt gekauft werden. Aber trotzdem gehen die Familien halt raus, weil alle frei haben und machen Picknick und lassen diese Drachen steigen. Und dieses Ritual soll den Winter verabschieden und den Frühling begrüßen. Und ja, voll schön. Weil in der Fastenzeit auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier verzichtet. Also während der Fastenzeit sind alle orthodoxen Griechen vegan. Wird das nochmal gegessen, glaube ich. Genau, und sind deswegen sehr aufwendig und dann geht es ab morgen los mit der Fastenzeit und heute wird nochmal gepicknickt und gut gegessen und halt Drachen steigen gelassen. Wieder lustig, wo man so landet und vor allem, wenn man mal länger an einem Ort ist, was dann so alles passiert. Ich meine, gut, jetzt ist das schon echt voll der Zufall mit diesem Feiertag, aber wären wir irgendwie gestern schon gefahren, dann hätten wir das vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil jetzt hier halt alle zu diesem Ort hinkommen mit ihren Drachen.
Nach mehreren sehr schönen Tagen, wobei auch ein paar verregneten Tagen an diesem Stellplatz, ist es jetzt für uns an der Zeit weiterzuziehen. Ja. Und irgendwie ist es voll cool, dass wir so ein bisschen für uns herausgefunden haben, dass es für uns irgendwie am schönsten ist, wenn wir wirklich schöne Stellplätze suchen und wenn wir die gefunden haben, dass wir dann da auch ein bisschen länger bleiben. Also so dieses Slow Traveling, langsames Reisen. Genießen wir irgendwie sehr und das war auf jeden Fall hier wieder voll der Fall, dass wir hier irgendwie arbeiten konnten, aber auch so coole Sachen erleben konnten, wie das mit den Drachen gestern. Ja, jetzt haben wir Hunger. Das heißt, wir fahren gleich mal einkaufen und spielen nach Taschenessen. Yay! Genau. Und das ist dann auch das Ende dieses Videos. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder schreibt uns einen Kommentar. Und wenn ihr neu hier seid oder noch nicht abonniert habt, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Nächste Woche Video. wieder. Wir freuen uns. Tschüss! Ciao.